Japaner tauchte ganz plötzlich aus dem Dunst auf. Wir hatten kaum Zeit, die Geschütze zu besetzen. Dann fiel auch schon die erste Bombe. Wir waren mittendrin in der Feuerhölle. Rechts und links von mir fielen sie runter wie die Fliegen. Wir waren in das Abwehrfeuer der ganzen japanischen Flotte hineingeraten. Und dann erwischte es mich auch. Der Kampf um Midway. 3 junge Soldaten haben ihn miterlebt. Hoyt McMillan von den Marines, George Gay, Flugzeugführer in einer Torpedostaffel, und Peter Montalvo, Matrose auf der Yorktown. Juni 1942. Seit dem Überfall auf Pearl Harbor erwartete man einen Angriff der Japaner auf den am weitesten nach Westen vorgeschobenen Stützpunkt der USA, auf Midway. Midway, 2 kleine Inseln auf halbem Weg zwischen San Francisco und Tokio. Das einzige Bollwerk gegen die Japaner westlich von Hawaii. Alles, was nach der verheerenden Katastrophe von Pearl Harbor an See- und Luftstreitkräften im nördlichen Pazifik noch zur Verfügung stand, war bei Midway zusammengezogen worden, um einem erneuten Angriff auf Hawaii zu begegnen. Ende Mai hatte der Marinenachrichtendienst erfahren, dass sich ein großer japanischer Flottenverband in den Häfen des Mutterlandes sammelte. Midway wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Am 3. Juni erfasste unser Radarwarnsystem den inzwischen ausgelaufenen Verband mit Kurs auf Midway. Das Kräfteverhältnis zwischen uns und den Japanern war niederschmetternd. Sie hatten 139 Schiffe, wir nur 66. Ihnen stand eine kampferprobte Angriffstruppe von mehr als 5000 Mann zur Verfügung, uns 3000 junge Marines, die noch nie einen Feind gesehen hatten. Aber einen Vorteil hatten wir. Die Japaner wussten nicht, dass wir ihren Code geknackt hatten und ihren Befehlsfunk abhören und entschlüsseln konnten. Sie wussten nicht, dass wir so über jede ihrer Bewegungen informiert waren und ihre Pläne schon kannten, bevor sie ausgeführt wurden. Midway sollte zunächst von ihren Trägerflugzeugen angegriffen und die Abwehr ausgeschaltet werden. Also ließen wir unsere Flugzeugträger auf See auslaufen und hinter Midway Bereitstellung beziehen. Auf den Inseln blieben nur die Bodentruppen und eine Gruppe Abfangjäger zurück. Hoyt McMillan von den Marines hat den ersten Angriff der Japaner miterlebt. Als die Japaner mit ihren Trägerflugzeugen angriffen, starteten unsere Abfangjäger. Die unbeholfenen alten Brewster-Kisten waren den modernen japanischen Zeros an Geschwindigkeit und Kampfkraft hoffnungslos unterlegen. Wir hatten kaum Zeit, die Geschütze zu besetzen. Da fahren die Japaner auch schon über uns. Während die Bomberstaffeln in großer Höhe blieben, griffen die Begleitjäger uns im Tiefflug an. Sie kamen wie ein Hornissenschwarm auf uns zu. Zusammen mit den Begleitjägern flogen ihre Jagdbomber an und zwangen uns immer wieder in Deckung zu gehen. Und dann fielen die ersten schweren Bomben. Wir schossen zwar den einen oder anderen ab, aber die Bomberstaffeln in 7.000, 8.000 Meter Höhe erreichten wir kaum. Die meisten Bomben fielen ins Wasser, aber eine ganze Menge trafen auch ihre Ziele. Die Flugzeughallen, Kraftstofftanks und die Befehlsstelle. Von unseren Abfangjägern waren nur ein paar übrig geblieben. Gegen die japanischen Jagdflugzeuge kamen sie nicht an.
kam die Stunde unserer Flugzeugträger. Die Hornet, die Enterprise und die Yorktown waren draußen auf See, weit ab von Midway, von den Japanern nicht geortet worden. Jetzt starteten ihre Torpedo- und Sturzkampfbomber, um den zurückfliegenden Feindstaffeln, denen die Munition und der Sprit ausging, den Weg abzuschneiden. Fähnrich George Gay, Flugzeugführer in der Torpedostaffel der 8. Bombergruppe, war einer der ersten, die den Befehl zum Einsatz erhielten. Er war nie vorher von einem Flugzeugträger aus gestartet, aber es klappte. Wir hatten den Auftrag, nur in geringer Höhe zu fliegen, um möglichst spät erkannt zu werden. Absolute Funkstille war befohlen und wir wussten, dass wir keinerlei Jagdschutz hatten, während die Japaner mit ihren Zeros den Luftraum beherrschten. Aber die hatten ja noch auf Midway zu tun. Unsere Chance war, ungesehen so nah an die feindlichen Flugzeugträger heranzukommen, dass wir unsere Torpedos ausklinken konnten, bevor wir selbst angegriffen wurden. Wir hatten Pech. Kurz bevor wir unsere Flügel auf Angriffshöhe runterdrücken konnten, stürzten sich Schwärme von zurückkehrenden Zeros auf uns. Und in wenigen Augenblicken waren wir mit unseren schwerfälligen Torpedokisten in einem infernalischen Feuerwirbel. Rechts und links von mir fielen sie runter wie die Fliegen. Meinen Staffelkapitän erwischte es im Hochziehen. Ich hatte auch ein paar Treffer in der Maschine, aber ich flog noch. Und unter mir sah ich auf einmal den größten der japanischen Flugzeugträger, die Kaga. Ich weiß nicht, warum die Zeros auf einmal abdrehten. Wahrscheinlich war ihnen der Sprit ausgegangen. Ich stürzte mich auf die Kaga, aber ich kam nicht weit. Der Feuerstoß einer 2 Zentimeter Flak erwischte mich. Und dann waren auch die Zeros wieder da. Ich fiel herunter wie eine lahmgeschossene Krähe. Die Japaner machten Jagd auf alles, was im Wasser schwamm. Ich hatte Glück. In der aufgewühlten See fanden sie mich nicht so schnell. Sie nahmen wohl auch an, dass kein Mensch so einen Absturz überleben könnte. Und ich hatte nochmal Schwein. Ich fand im Wasser ein Luftkissen, an dem ich mich festhalten konnte. Die Zeros machten mich zwar schließlich aus und jagten ein paar Feuerstöße in meine Richtung. Aber dann war ihnen das Spielchen doch wohl zu dumm. Sie wurden woanders gebraucht. Unsere Stukas griffen nämlich an. Der Angriff der Torpedostaffeln hatte die japanischen Jäger, die zum Schutz der Flotte zurückgeblieben waren, in Luftkämpfe über der Wasseroberfläche verwickelt. Die in größerer Höhe anfliegenden Sturzkampfverbände hatten dadurch freie Bahn. Mit ihrer tonnenschweren Bombenlast stürzten sie sich auf die jetzt fast schutzlosen Flugzeugträger. Das geballte Feuer der japanischen Flugabwehrgeschütze hatte für unsere angreifenden Flugzeuge auch einen Vorteil. Sie brauchten keine Jäger zu fürchten, denn für die wäre es Selbstmord gewesen, in diese Feuerhölle hineinzutauchen. Allerdings waren auch die Angriffe unserer Sturzkampfflugzeuge selbstmörderisch. Viele von ihnen zerplatzten noch im Anflug wie Feuerbälle, aber die meisten brachten ihre Bomben ins Ziel.
Wasser und hielt mich an meinem Luftkissen fest. Und ich sah, wie eine Bombe nach der anderen in die japanischen Flugzeugträger einschlug. 200-300 Meter vor mir lag die Kaga bereits mit Schlagseite in der hochgehenden See. Aber ihre Geschütze feuerten immer noch. Um mich herum ging ein Regen von Geschoss und Bombensplittern nieder. Das war nicht gerade angenehm, aber es vertrieb die Haie. In wenigen Minuten waren 3 der japanischen Flugzeugträger außer Gefecht gesetzt. Die Kaga, die Soryu und die Akagi standen in Flammen. Für die vom Angriff auf Midway bereits zurückgekehrten oder noch zurückkehrenden japanischen Flugzeuge war es eine Katastrophe. Sie wurden während des Auftankens überrascht oder konnten gar nicht erst landen und mussten auf dem Wasser niedergehen, wo sie wie Steine absackten. Die japanischen Kreuzer und Zerstörer versuchten zu retten, was zu retten war. Auf den getroffenen Flugzeugträgern explodierten die auftankenden Maschinen oder sie rutschten über die schräg liegenden Decks ins Wasser hinunter. Die See war übersät mit Schiffstrümmern, Flugzeugwracks und verzweifelt um ihr Leben schwimmende Menschen. Nur der Hiryu, dem letzten japanischen Flugzeugträger, gelang es zunächst, dem Inferno zu entgehen. Mit hoher Fahrt lief sie ab, um außer Reichweite unserer Sturzkampfbomber zu kommen. Bevor die Hiryu vom Gefechtsfeld floh, waren ihre Bomber- und Torpedostaffeln gestartet, um unsere Trägerflotte anzugreifen. Trotz des massiven Abwehrfeuers gelang es einigen der japanischen Flugzeuge, ihre Bomben ins Ziel zu bringen. Die Yorktown wurde schwer getroffen, war aber noch manövrierfähig. Zwar verloren die Japaner fast alle Flugzeuge der ersten Angriffswelle, aber auch auf der Yorktown gab es erhebliche Verluste. Peter Montalvo, ein 17-jähriger Matrose aus New York, war von Bombensplittern getroffen worden und sollte unten im Schiffslazarett verbunden werden. Wir hatten den Niedergang noch nicht erreicht. Da griffen Torpedo- und Jagdbomber an. Wir konnten gerade noch hinter einem der Aufbauten in Deckung gehen. Erwischte es uns. 2 ungeheure Detonationen hoben das Schiff fast aus dem Wasser. Die Yorktown war unter der Wasserlinie getroffen worden. An Deck versuchten sie, die ausbrechenden Brände zu löschen. Überall schlugen Flammen aus dem Schiff. Aber neue Explosionen im Inneren machten alle Anstrengungen zunichte. Die Yorktown war verloren. Der Kapitän gab Befehl, das Schiff zu verlassen. Unsere Zerstörer kamen heran, um die Besatzung der Yorktown aufzunehmen. Von den Japanern war nichts mehr zu sehen. Der erste Zerstörer ging längsseits. Fangleinen wurden herübergeworfen. Viele von uns sprangen über Bord, um die Rettungsflöße der Hilfsschiffe zu erreichen. Aus versuchte man mit Löschbatterien das Feuer auf der Yorktown unter Kontrolle zu halten. Die Kraftstofftanks konnten jeden Augenblick explodieren. Die Flugzeuge, die vom Feindflug zurückkamen, die mussten auf den beiden anderen Trägern landen. Der Enterprise und der Hornet. Und dabei gab es einigen Bruch. Aber alles, was noch fliegen konnte, startete sofort wieder, um die Hiryu zu jagen. Und die Hiryu entging ihrem Schicksal nicht. George Gay, der junge Torpedoflieger, schwamm indessen immer noch im Wasser und hielt sich an seinem Luftkissen fest. Es war ein fantastisches Bild. Vor mir stand die Kaga in Flammen. Dahinter brannte die Soryu.
Ich kam mir vor wie auf einem Logenplatz im Kino. Ich weiß nicht, wie lange ich schon im Wasser schwamm, aber ich hatte auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Denn immer wieder flogen japanische Jäger über mich hinweg. Und ich musste den toten Mann spielen, damit sie nicht auf mich schossen. Schließlich muss ihnen wohl der Sprit ausgegangen sein. Sie hauten ab. Wahrscheinlich, um die Hiryu zu erreichen. Nach 30 Stunden wurde ich von einem Rettungsflugzeug aus dem Wasser gefischt. Die Schlacht um Midway war der erste große Erfolg der amerikanischen Trägerflotte. Die weit überlegenen japanischen See- und Luftstreitkräfte waren vernichtend geschlagen worden. Japan hat sich von diesem Schlag während des ganzen Krieges nicht mehr erholt. Midway, der winzige Stützpunkt im Pazifik, war zum Symbol für den Kampf gegen einen machtgierigen Aggressor geworden. Die Schlacht um Midway war der Wendepunkt des Krieges im Pazifik.